Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Es geht weiter mit meiner Zwergenarmee. Da Zwerge ja meistens einen ganzen Fuhrpark Kriegsmaschinen bewachen, stehen die Clankrieger noch etwas weiter unten auf der Liste. Dafür kommen heute Speerschleudern an die Reihe. Seid vorsichtig! Der Klang der Stimme übertönte die Arbeiten auf der Mauer, gefolgt von einem Poltern. Am Absatz der Treppe stand ein junger Zwerg mit hochrotem Kopf und blickte die Treppe hinunter, auf deren Stufen ein komplettes Bündel Speere für die Speerschleudern verteilt lag. Los! Brüllte Thorek Ambrexon. Räumt die Treppe frei und macht schnell! Sofort schwärmte eine Gruppe Zwerge über die Treppe und sammelte die Geschosse ein, während andere an ihnen vorbeistiegen und weitere Bündel auf die Brustwehr trugen. Thorek war bisher zufrieden mit der Leistung seiner Männer. Innerhalb von wenigen Stunden hatten sie ihre Batterie aus den Kasematten am Haupttor abgebaut und zum Himmelstor transportiert, das den Eingang zu den südlichen Hochtälern bildete. Schafft die Speere hier rauf und zwar schnell! Brüllte er wieder gegen den Lärm an. Überall um Thorek herrschte Betriebsamkeit. Es wurde gehämmert und in einer transportablen Esse wurden kleinere Transportschäden an den Speerschleudern ausgebessert. Sie hatten die Stücke in den Kasematten auseinandergebaut und dann in Einzelteilen auf Lastponys durch die Festung in die Hochtäler transportiert. Die Mauern hier waren nicht mit Aufzügen oder Kränen ausgestattet und so mussten sie ihre Geschütze zerlegen und auf dem Wehrgang wieder zusammenbauen. Jetzt zeigte sich wieder einmal, zu was Zwerge fähig waren. Die Clankrieger trugen die Geschosse auf die Mauer, während die Artilleristen mit höchster Konzentration daran arbeiteten, ihre Stücke zusammenzusetzen. Eine Speerschleuder ist eben doch etwas anderes als eine Kanone, dachte Thorek. Wenn die Spannmechanik nicht korrekt funktionierte, blockierte der Mechanismus und sie mussten die Waffe einmal komplett auseinandernehmen, um ihn wieder neu zusammenzusetzen oder zu reparieren. Da waren Kanonen doch weit einfacher. Pulver ins Rohr, verdichten, Kugel nachschieben, Zündleine ziehen, fertig. Thorek lächelte, als er seinen Männern beim Arbeiten zusah. Speerschleudern waren eben etwas für Spezialisten. Aus diesem Grund war seine Truppe auch handverlesen und er hatte nur die besten Lehrlinge genommen, die ihm vorgeschlagen worden waren. Jetzt zahlte es sich aus. Die Waffen waren innerhalb kürzester Zeit wieder einsatzbereit und an die Brustwehr geschoben. 2 der 4 Speerschleudern standen versetzt hinter den anderen und waren nach oben gerichtet. Von jeder Geschützbesatzung war ein Zwerg abkommandiert, den Himmel zu beobachten, falls sie aus der Luft angegriffen werden sollten. Die 4 standen mit Brillen aus geschwärztem Glas neben den Speerschleudern und suchten den Himmel ab. Für viele, vor allem für die Jüngeren, war das eine begehrte Position, bis sie zum ersten Mal selber inne hatten. Die Beobachter waren höchst konzentriert, behielten ständig den Himmel im Auge und waren meistens sehr froh, wenn sie endlich abgelöst wurden. Thorek blickte sich um. Am Ende des Wehrganges wurde gerade ein Kran aufgebaut, der dabei helfen sollte, auch noch eine Batterie Kanonen auf die Mauerkrone zu befördern. Das wird ganz schön eng werden, wenn die Krieger und Schützen auch noch hier oben Aufstellung nehmen wollen. Nun ja, noch war Platz auf der Mauer und sie würden das Beste daraus machen, dachte er. Es war ärgerlich, dass die Mauern ohne Aufzüge oder feste Kräne ausgestattet waren, denn so mussten die Zwerge sämtliche Munition über die Treppe nach oben tragen. Diese Aufgabe würden die einfachen Krieger übernehmen, solange der Feind keine Leitern an die Mauer anlegen würde. Aber da es sich bei ihren Angreifern um Grünhäute handelte, war es unwahrscheinlich, dass sie wirklich vorbereitet auf die Mauern anstürmten. Thorek griff an seinen Gürtel und holte sein Fernrohr aus dem Futteral und schaute über die Brustwehr. Noch war nichts zu sehen, aber das konnte sich jeden Augenblick ändern. Er drehte sich um und sah gerade, wie die letzten Haltebolzen in die Arme der Speerschleudern eingelassen und befestigt wurden. Er nickte zufrieden. Sie hatten ihren Teil erledigt. Jetzt kam es nur noch darauf an, dass die Kanonen auf die Mauern kamen. Thorek drehte sich gerade um, als einer der Beobachter rief: Geschoss im Anflug! Thorek sah in die Richtung, die der Beobachter zeigte, und rief: Runter! Die Zwerge ließen ihre Werkzeuge fallen und gingen hinter der Brustwehr in Deckung. Das Geschoss kam mit einem lauten Kreischen näher. Dann krachte es in den Kran, der gerade die Lafette einer Kanone auf die Mauer zog. Thorek sah einen roten Schwall am Kran aufspritzen. Dann neigte sich dieser bedenklich über die Mauerkrone. Einer der Maschinisten war geistesgegenwärtig genug, die Bremse zu lösen, bevor der Kran vom Gewicht der Lafette aus der provisorischen Verankerung gerissen wurde. Die Lafette raste nach unten und riss ein Loch in den gepflasterten Boden. Wenn das ein Stein gewesen wäre, dann wäre der Kran von der Mauer gestürzt, dachte Thorek. Das musste etwas anderes gewesen sein. Noch bevor er sich aufrichten und sich den Einschlag genauer ansehen konnte, hörte er erneut das Kreischen. Etwas krachte an die talwärts gewandte Seite der Brustwehr. Es waren wirklich keine Steine, mit denen sie beschossen wurden. Dort lag ein Goblin, ein toter Goblin, um genau zu sein. Er hatte etwas um die Arme geschnallt, was wohl Flügel sein sollten, und trug einen mit Dornen besetzten Helm. Der Einschlag hatte mehr Schaden bei dem Goblin als bei den Zwergen angerichtet. Wieder ertönte das Kreischen. Diesmal waren es sogar 2 Stimmen. Eine verstummte in einem dumpfen Aufschlag an der Mauer,
Die andere kreischte noch etwas länger und schlug in ein frisch gepflügtes Feld ein. »Ladet die Pfeilbrecher!« schrie Torek seine Geschützbesatzungen an und das Chaos auf dem Wehrgang wurde durch lange eingeübten Drill ersetzt. Zufrieden hörte er, wie die Arme der Speerschleudern gespannt wurden und die Bremsen der Winden klickten. In jedes Geschütz wurde einer der Pfeilbrecher eingelegt. Diese Speere sollten eigentlich das vorrückende Heer gegen die Pfeilsalven ihrer Feinde schützen, was sich vor allem während des Krieges gegen die Elfen bewährt und die Spitzohren einer ihrer stärksten Waffen beraubt hatte. Am Ende des Speeres, wo die Befiederung war, waren dünne Ketten angebracht, an deren Enden Gewichte befestigt waren. Die Befiederung war so geformt, dass sich der Speer in der Luft zu drehen begann, was die Ketten entfaltete, die dann eine rotierende Scheibe bildeten. Was Wolken aus Pfeilen aufhalten konnte, war unter Umständen auch nützlich, wenn die Grünhäute sie selbst als Geschosse benutzten. Wie verrückt musste man eigentlich sein, um... Torek verwarf den Gedanken sofort. Goblins waren verrückt genug. »Bereit!« kam es von der Besatzung der ersten Speerschleuder. Torek sprang auf, lief zum Geschütz und stellte sich neben den Entriegelungsmechanismus. Der Beobachter zeigte mit dem Finger wieder in die Richtung, aus der der Beschuss kam. »Da kommen die Nächsten!« Torek blickte in die Richtung, in die der andere Zwerg wies. Diesmal waren es sogar 4 der verdammten Grünhäute. Er beobachtete weiter die Flugbahn der Goblins und als sie den höchsten Punkt erreicht hatte, brüllte er »Los!« und der Pfeilbrecher jagte, begleitet vom Geräusch der vorschnellenden Arme des Bogens, aus der Schiene und den Goblins entgegen. Die Ketten entfalteten sich und bildeten eine kaum sichtbare Scheibe hinter dem Geschoss. Der Speer jagte auf die Goblins zu, dann geriet eine der Grünhäute in die Ketten und das eben noch kreischende Wesen wurde in Stücke gerissen. Der Speer riss noch einen weiteren Goblin aus der Luft, bevor er sich nach unten neigte und in den Boden einschlug. Torek griff nach seinem Fernglas und suchte den Bereich ab, aus dem die Goblins gekommen sein mussten. Da waren sie. Die Mistkerle hatten es doch wirklich geschafft, 8 klapprige Katapulte den Berg hinaufzutragen. Und nur Grungni wusste, wie viele sie noch hatten. Das Schlimmste war allerdings, dass sie außerhalb der Reichweite seiner Speerschleudern lagen. »Gumbald!« rief Torek und der Batteriemeister der Kanonen kam auf ihn zugerannt. Torek reichte ihm wortlos das Fernrohr und wies in die Richtung, in der er die Katapulte ausgemacht hatte. »Kurz hinter den Ahnenstatuen!« Gumbald folgte dem Weg zu den beiden Wächterstatuen, die den Zugang zur Straße markierten. »Verdammt! Die haben es sogar geschafft, Steinschleudern den Berg hochzubringen. Wenn die Grünhäute anfangen, uns mit was anderem als sich selbst zu beschießen, können sie eine Bresche schlagen. Da kommen wir mit den Speerschleudern nicht ran, die sind außer Reichweite. Können deine Kanonen die Grünhäute erreichen?« Gumbald blickte wieder durch das Fernglas und schätzte die Entfernung ab. Es wäre ein weiter Schuss, aber unmöglich war es nicht. »Wir können, aber nur mit einem Geschütz auf der Mauer können wir nicht viel ausrichten. Und solange der Kran nicht repariert ist, wird es eine Ewigkeit dauern, bis wir die Kanonen über die Treppe auf die Mauer bringen können.« Wie um die Dringlichkeit zu unterstreichen, wurde die Mauer von einem schweren Einschlag erschüttert. »Haltet uns einfach die verdammten Goblins vom Hals und wir kümmern uns um den Rest.« Gumbald sprang auf und rannte los. »Hey, ihr da!« rief er und zeigte auf eine Gruppe Krieger, die sich hinter die Brustwehr duckten. Gut, dachte Torek, sollen die Kanoniere ruhig ein bisschen schwitzen. »Ladet die Schleudern weiter mit Pfeilbrechern! Unsere Freunde mit ihren Kanonen brauchen Zeit, ihre Stücke hierauf zu schaffen! Beobachter! Feuerbefehl, sobald die Goblins in Reichweite sind! Holt das Pack aus dem Himmel!« Sofort begannen die Besatzungen der Speerwerfer, die Waffen neu zu laden. Seile spannten sich und zogen Wurfarme nach hinten. Die Ladeschützen beeilten sich, die großen Pfeilbrecher einzulegen. Dann ertönte der Warnruf. »Goblins in der Luft!« Torek blickte in die Richtung der Katapulte der Grünhäute. Diesmal waren alle 8 abgefeuert worden und die Goblins segelten auf ihren Flügeln durch die Luft. Er wartete, bis ihre Flugbahn den höchsten Punkt erreicht hatte. Dann rief er, »Los!« Die Wurfarme schnellten nach vorne und die Ketten der Pfeilbrecher entfalteten sich. Diesmal hatte er den Zeitpunkt besser getroffen und alle 8 Goblins wurden in der Luft in Stücke gerissen. Die Mannschaften beeilten sich, ihre Kriegsmaschinen wieder einsatzbereit zu machen. Dann ertönte der Ruf »Steine!« und alles auf dem Wehrgang ging in Deckung. Außer den Kanonieren, die fieberhaft daran arbeiteten, ihre Geschütze einsatzbereit zu machen. Ein Felsen krachte in die Mauer und ein zweiter flog über sie hinweg und zerschlug das Dach eines der Kasernengebäude. Aber es war der dritte, der entweder gut gezielt oder aus reinem Glück die Mauerkrone traf, weitersprang, den Kran umriss und die Maschinisten, die damit beschäftigt waren, ihn zu reparieren, zermalmte, bevor er von der Mauer fiel. »Gumbald!« rief Torek über den Lärm und das Geschrei auf dem Wehrgang hinweg. »Wie viel Zeit braucht ihr noch? Wir sind gleich soweit!« Dann mischte sich eine dritte Stimme ein. »Batteriemeister! Geschützfeuer bereit! Worauf wartest du noch, Alarik?« brüllte Gumbald. »Feuer frei!« Gumbald hatte den Satz kaum beendet, als die Kanone an der Brustwehr losdonnerte. Die Kugel schoss durch die Luft, schlug auf dem Felsboden auf, sprang weiter und flog über die Geschützstellung der Orks hinweg.
Torek fluchte. Bei Grungni, das war zu kurz. Laden! Schrie Alaric seine Besatzung an, die in aller Eile ihre Kanone lud. Auch wenn es nur eine Kanone war, so war sie doch schneller einsatzbereit als eine Speer- oder Steinschleuder. Dann krachte die Kanone erneut und Torek blickte durch sein Fernglas zwischen den Zinnen hindurch. Die Kugel schlug wieder auf, krachte dann aber in eines der Katapulte, auf das gerade ein Goblin kletterte. Die kleine grüne Kreatur riss in Panik den Mund auf, wahrscheinlich um zu schreien. Dann zerstörte die Kugel das Konstrukt und der Goblin wurde von einem der gespannten Seile fortgeschleudert. Der saß, Alaric! Rief Gumbald, der jetzt ebenfalls sein Fernrohr gezogen hatte und die Flugbahn der Geschosse beobachtete. »Jawohl, Herr!« kam es vom Geschützmeister, der seine Besatzung beim Laden der Kanone antrieb. Torek blickte wieder zwischen den Zinnen hindurch und sah zu den Grünhäuten, die ebenfalls damit beschäftigt waren, ihre Kriegsmaschinen nachzuladen. Torek, mach den Weg frei! Hörte er Gumbalds Stimme. Der Zwerg drehte sich um und blickte in das Rohr einer Kanone. Sofort machte er einen Schritt zur Seite und beobachtete wieder die Orks und Goblins. Feuer! Rief Gumbald und die zweite Kanone schoss auf die Grünhäute. Die Kugel flog über die Felsen, schlug zwischen den hektisch hantierenden Orks und Goblins auf und riss eine gute Handvoll der Kreaturen in Stücke. Dann schwärmten die Grünhäute scharenweise zwischen den Katapulten hindurch. Manche trugen Leitern, andere hatten Seile und Wurfhaken. Torek blickte zu den Clankriegern und Armbrustschützen, die hinter der Brustwehr Stellung bezogen hatten. Kinder, ich glaube, ihr bekommt gleich noch was zu tun. Dann wandte er sich seinen Speerschleudern zu. Und worauf wartet ihr noch? Feuer frei! Die Horde ist schließlich groß genug! Und damit endet wieder eine der Geschichten meiner Zwergenarmee. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.